Die stille Konvergenz, die Gold und Silber jetzt antreibt. Während die meisten Anleger gebannt auf die täglichen Preissprünge bei Gold und Silber schauen, passiert unter der Oberfläche etwas viel Grundlegenderes. Das ist keine laute, hektische Zockerei. Es ist eine stille Konvergenz. Eine seltene und unglaublich kraftvolle Verschränkung von 3 globalen Kräften, die gerade dabei sind, die Spielregeln für Edelmetalle komplett neu zu schreiben. In diesem Video werden wir nicht spekulieren. Wir analysieren ruhig und präzise, was wirklich hinter den Kulissen der globalen Geldpolitik, der geopolitischen Verwerfungen und der undurchsichtigen Terminmärkte vor sich geht. Und vor allem, was das für die Zukunft und vielleicht auch für Ihr Vermögen bedeutet. Die Preisexplosionen, die wir im letzten Jahr gesehen haben, waren alles andere als ein Zufall. Gold und Silber legten in Euro um rund 47% zu, in US-Dollar waren es sogar über 66%. Das sind keine normalen Marktschwankungen. Sie sind das Ergebnis eines perfekten Sturms, bei dem sich 3 mächtige Strömungen zu einer einzigen, kaum aufzuhaltenden Welle vereinen. Um zu verstehen, wohin uns diese Welle trägt, müssen wir jede Strömung einzeln beleuchten, bevor wir ihre geballte Kraft wirklich begreifen. Bleiben Sie dran, denn dieses Verständnis ist der Schlüssel, um die nächsten Phasen an den Edelmetallmärkten nicht nur zu beobachten, sondern sie auch zu verstehen. Das Fundament, die globale Geldpolitik als Nährboden. Der erste und vielleicht wichtigste Treiber ist die globale Geldpolitik. Sie ist das Fundament, auf dem die ganze aktuelle Rallye aufgebaut ist. Klar, die großen Zentralbanken wie die US Federal Reserve und die EZB prägen die Märkte seit Jahrzehnten. Aber selten war ihr Einfluss auf Gold und Silber so direkt und so stark wie heute. Der Kernmechanismus dahinter ist eigentlich ganz einfach: die Opportunitätskosten. Gold und Silber werfen keine Zinsen ab. Wenn also sichere Staatsanleihen hohe Renditen bringen, ist es für Anleger unattraktiv, totes Kapital in Edelmetallen zu parken. Aber was passiert, wenn die Zinsen fallen? Genau. Dann sinken auch diese Opportunitätskosten. Und exakt das haben wir 2025 erlebt. Die US-Notenbank, die Fed, vollzog nach einer langen Phase der Zinserhöhungen eine klare Wende und startete einen Zinssenkungszyklus. Auch wenn über das genaue Tempo diskutiert wurde, die Richtung war unmissverständlich: weg von einer straffen hin zu einer lockereren Geldpolitik. Solche Zinssenkungen wirken wie ein doppelter Brandbeschleuniger. Erstens machen sie Gold und Silber im direkten Vergleich zu Anleihen wieder attraktiv. Zweitens senden sie das Signal an die Märkte, dass die Zentralbanken bereit sind, die Wirtschaft notfalls wieder mit billigem Geld zu fluten. Und das schürt unweigerlich die Angst vor Inflation. Inflation wiederum ist der klassische Nährboden für Edelmetalle, die sich seit Jahrtausenden als Wertspeicher bewährt haben. Die Europäische Zentralbank folgte diesem Trend, wenn auch zögerlicher. Nachdem sie die Zinsen bereits 2025 gesenkt hatte, signalisierte sie für 2026 eine eher abwartende, datenabhängige Haltung. Analysten erwarten, dass die EZB ihre Leitzinsen im neutralen Bereich um die 2% stabilisieren könnte, was den Druck von den Märkten nimmt. Aber allein die Tatsache, dass der globale Zyklus der Zinserhöhungen vorbei ist, hat das Umfeld für Edelmetalle schon fundamental verändert. Doch es geht nicht nur um die Leitzinsen. Mindestens genauso wichtig ist die Bilanzpolitik der Zentralbanken. Stichwort quantitative Easing. Fließt mehr Geld ins System, schwächt die tendenziellen Währungen wie den US-Dollar und treibt Anleger in Sachwerte wie Gold. Ein schwächerer Dollar macht Gold für Käufer außerhalb des Dollarraums automatisch billiger, was die Nachfrage zusätzlich anheizt. Und hier kommt eine weitere entscheidende Gruppe ins Spiel: die Zentralbanken selbst. Vor allem in den Schwellenländern und im BRICS-Block beobachten wir seit Jahren einen unaufhaltsamen Drang, sich vom US-Dollar zu lösen. Angeführt von China, das seine Goldreserven strategisch aufstocken, um sich unabhängiger zu machen, kaufen Notenbanken weltweit physisches Gold in Rekordmengen. Dieser Trend hat sich 2025 und Anfang 2026 fortgesetzt. Diese Käufe sind keine kurzfristige Spekulation, sondern ein strategisches Statement. Sie zeigen, dass das Vertrauen in das vom Dollar dominierte Finanzsystem bröckelt. Die Hüter der Währungen flüchten selbst in das älteste Geld der Welt. Diese Gemengelage, sinkende Zinsen, eine expansive Grundhaltung und massive Käufe durch die Notenbanken, schafft ein extrem bullisches Szenario. Es ist der fruchtbare Boden, auf dem die beiden anderen Kräfte ihre volle Wirkung erst entfalten können. Der Katalysator, geopolitische Spannungen und die Flucht in Sicherheit. Wenn die Geldpolitik das Fundament legt,
ist die Geopolitik der Brandbeschleuniger. In einer Welt voller Konflikte, Handelskriege und Sanktionen besinnt sich Gold auf seine Paraderolle, die des sicheren Hafens. Das letzte Jahr war dafür das perfekte Beispiel. Die andauernden Konflikte in der Ukraine und die Instabilität im Nahen Osten haben die Risikobereitschaft der Anleger schwinden lassen. In solchen Zeiten geht es nicht um Rendite, sondern um Sicherheit. Investoren suchen Anlagen, die nicht von der Zahlungsfähigkeit eines Staates oder Unternehmens abhängen, die man anfassen kann und die eine tausende Jahre alte Geschichte der Wertbeständigkeit haben. Gold, und immer öfter auch Silber, erfüllt genau diese Kriterien. Aber der Einfluss der Geopolitik geht weit über die reine Psychologie der Flucht in Sicherheit hinaus. Er hat ganz handfeste, systemische Folgen. Das beste Beispiel sind die Sanktionen gegen Russland. Der Ausschluss aus dem SWIFT-System und das Einfrieren von Währungsreserven waren ein Schock für viele Länder, allen voran für China. Es wurde brutal klar, wie schnell der Zugang zum globalen Finanzsystem zu einer politischen Waffe werden kann. Die logische Konsequenz ist die sogenannte Entdollarisierung, der Versuch, die Abhängigkeit von der amerikanischen Währung und ihrem Finanzsystem zu verringern. Dieser Prozess zeigt sich am deutlichsten in den bereits erwähnten Goldkäufen der Zentralbanken. China und andere Staaten tauschen ihre Dollarreserven systematisch gegen physisches Gold. Sie tun das nicht, weil sie auf einen steigenden Goldpreis wetten, sondern weil Gold die einzige Reserveanlage ist, die kein Gegenparteirisiko hat und nicht per Knopfdruck von einer anderen Macht eingefroren werden kann. Jede geopolitische Unsicherheit beschleunigt diesen strategischen Megatrend. Ein oft übersehener Aspekt sind die potenziellen Risiken auf der Angebotsseite. Geopolitische Konflikte können Lieferketten empfindlich stören. Besonders bei Silber ist das relevant, denn Silber ist nicht nur Geld, sondern auch ein unverzichtbarer Industrierohstoff. Es steckt in Solarpanelen, Elektroautos und immer mehr in der Elektronik für KI und Rechenzentren. Wenn Handelskonflikte eskalieren, könnten Exportbeschränkungen oder Zölle das Angebot künstlich verknappen und die Preise explodieren lassen. Gerüchte über mögliche chinesische Exportkontrollen für Silber, einen wichtigen Produzenten, zeigen, wie schnell Geopolitik die physische Verfügbarkeit beeinflussen kann. Zusätzlich sorgt die politische Unsicherheit im Westen selbst, zum Beispiel die Debatten über die zukünftige Unabhängigkeit der US-Notenbank, für weiteres Misstrauen in die etablierten Währungen. Jeder Zweifel an der Stabilität des Dollars oder des Euros ist automatisch eine Werbung für Gold und Silber. Die Geopolitik wirkt also als mächtiger Verstärker für die Rahmenbedingungen, die die Geldpolitik schafft. Während die lockere Geldpolitik den mächtigen Anreiz gibt, in Edelmetalle zu investieren, liefert die geopolitische Unsicherheit den zwingenden Grundmix dafür. Die Flucht in Sicherheit ist keine Panik, sondern eine logische Reaktion auf eine Welt, deren finanzielle und politische Stabilität immer mehr Risse bekommt. Wenn Ihnen diese tiefgehende Analyse bisher gefällt und Sie wirklich verstehen wollen, was hinter den Schlagzeilen steckt, dann nehmen Sie sich einen Moment Zeit, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. So verpassen Sie keine unserer zukünftigen Analysen. Wir tauchen jetzt nämlich noch tiefer ein und beleuchten die dritte und entscheidende Kraft, die Terminmärkte. Der Hebel, die unsichtbare Macht der Terminmärkte. Die dritte Kraft in diesem Spiel ist die geheimnisvollste und für viele auch die am schwersten verständliche, der Terminmarkt. Während die Preise für physisches Gold und Silber am Spotmarkt entstehen, wird ein Vielfaches davon an den Papiermärkten gehandelt, den sogenannten Futures-Börsen wie der COMEX. Diese Märkte können wie ein gewaltiger Hebel wirken, der die Bewegungen, die durch Geldpolitik und Geopolitik ausgelöst werden, massiv verstärkt. Um das zu verstehen, müssen wir uns zwei Dinge ansehen: das Open Interest und die Marktstruktur, also Contango und Backwardation. Das Open Interest ist einfach die Gesamtzahl aller offenen, noch nicht abgewickelten Terminkontrakte. Ein hohes Open Interest, vor allem wenn Spekulanten auf steigende Kurse wetten, zeigt eine stark bullische Stimmung. Genau das haben wir 2025 gesehen. Angetrieben von der Dollarschwäche und der allgemeinen Unsicherheit gab es an den Terminmärkten viel mehr Käufer als Verkäufer. Gerade bei Silber erreichte das Open Interest zeitweise Rekordhöhen. Ein klares Zeichen für den enormen spekulativen Druck. Diese Papierwetten treffen aber auf eine immer knappere physische Realität. Und hier kommt die Marktstruktur ins Spiel. Normalerweise befinden sich die Märkte im Contango. Das heißt, ein Future-Kontrakt für eine spätere Lieferung ist teurer als der aktuelle Preis. Die Differenz deckt Lager- und Finanzierungskosten. Es ist ein Zeichen für einen gut versorgten Markt.
Das Gegenteil ist die Backwardation. In diesem Zustand ist der sofort verfügbare Spotpreis um die höher als der Preis für eine spätere Lieferung. Das ist ein Alarmsignal. Es bedeutet, dass Marktteilnehmer bereit sind, eine Prämie zu zahlen, nur um das Metall Bodam sofort zu bekommen, anstatt zu warten. Backwardation ist der reinste Ausdruck von physischer Knappheit. Im vergangenen Jahr sahen wir bei Silber immer wieder Phasen der Backwardation. Das war ein klares Indiz dafür, dass die physische Nachfrage, angeheizt durch den unersättlichen Hunger der Industrie nach Solar- und KI-Technik, das verfügbare Angebot überstieg. Diese Knappheit am physischen Markt erzeugt einen Squeeze am Papiermarkt. Akteure, die auf fallende Preise gewettet haben, Short-Positionen, geraten unter massiven Druck. Sie müssen ihre Positionen eindecken, also kaufen, was den Preis immer weiter nach oben treibt. Gleichzeitig wollen immer mehr Inhaber von Long-Kontrakten ihre Papieransprüche in echtes, physisches Metall umwandeln, was die Lagerbestände der Börsen weiter leert. Der Terminmarkt wirkt also wie ein Brandbeschleuniger. Die lockere Geldpolitik liefert das billige Geld für spekulative Wetten auf steigende Kurse. Die geopolitischen Risiken und die starke Industrienachfrage schaffen die reale physische Knappheit. Und am Terminmarkt treffen diese beiden Welten aufeinander. Der Hebel der Papierderivate multipliziert die Preisbewegung, die aus dem Ungleichgewicht von physischem Angebot und Nachfrage entsteht. Wir sahen den Höhepunkt dieser Entwicklung Ende Januar 2026, als der Silberpreis die Marke von 100 US-Dollar durchbrach und in der Spitze kurzzeitig sogar auf 120 US-Dollar kletterte. Prognosen sehen sogar Potenzial für Kurse weit über 100 US-Dollar, sollte sich das strukturelle Angebotsdefizit, das laut Silberinstitut bereits das 6. Jahr in Folge besteht, weiter verschärfen. Der Terminmarkt ist also nicht nur ein Spiegel der Erwartungen, er ist ein aktiver Mechanismus, der diese Erwartungen selbstverstärkend in die Realität umsetzt. Synthese und Ausblick, die Konvergenz und was sie bedeutet. Fügen wir die drei Teile nun zusammen. Da ist die expansive Geldpolitik als Nährboden, der Edelmetalle erst attraktiv macht. Da sind die geopolitischen Krisen als Katalysator, der eine Flucht in Sicherheit erzwingt und die Entdollarisierung beschleunigt. Und da sind die Terminmärkte als Hebel, der physische Knappheit in explosive Preisbewegungen übersetzt. Keine dieser Kräfte könnte die Wucht der letzten Monate allein erklären. Aber ihr Zusammenspiel, bei dem sie sich gegenseitig verstärkt, schafft eine außergewöhnliche Dynamik. Diese Käufe reduzieren das frei verfügbare Angebot, was die geopolitisch bedingte Angst vor Engpässen verstärkt. Alles greift perfekt ineinander. Was bedeutet das für die Zukunft? Solange diese drei Treiber intakt sind, bleibt das Fundament für die Edelmetallmärkte extrem stark. Analysten großer Banken haben ihre Prognosen für Gold in den Bereich von 4.900 bis über 5.000 US-Dollar pro Unze für 2026 angehoben, einige sehen sogar Potenzial bis 6.000 Dollar. Für Silber, das von seiner Doppelrolle als Geld- und Industriemetall profitiert, erscheinen Kurse von über 100 US-Dollar als realistische Möglichkeit, falls die industrielle Nachfrage stark und die Investmentnachfrage hoch bleibt. Natürlich gibt es Risiken. Eine überraschende Wende der Zentralbanken zu einer strafferen Politik, eine plötzliche Deeskalation auf der Weltbühne oder eine massive Verkaufswelle am Terminmarkt könnten zu scharfen, aber wahrscheinlich nur kurzen Korrekturen führen. Die Volatilität wird hoch bleiben. Der entscheidende Punkt ist aber, die aktuelle Entwicklung ist keine spekulative Blase. Sie basiert auf einem fundamentalen systemischen Wandel. Die stille Konvergenz dieser drei Kräfte deutet darauf hin, dass wir gerade Zeugen einer kompletten Neubewertung der Rolle von Gold und Silber im globalen Finanzsystem sind. Fazit: Wir haben gesehen, wie das seltene Zusammenspiel von Geldpolitik, Geopolitik und der Mechanik der Terminmärkte eine unglaublich kraftvolle Dynamik entfacht hat. Das ist keine simple Aufwärtsbewegung, sondern eine strukturelle Verschiebung. Die ruhige Analyse dieser Kräfte zeichnet ein klares Bild. Die Welt diversifiziert sich weg von reinen Papierwerten und hin zu greifbaren, sicheren Häfen. Was denken Sie? Welche dieser drei Kräfte wird Ihrer Meinung nach den größten Einfluss in den nächsten Jahren haben? Schreiben Sie Ihre Gedanken dazu in die Kommentare. Eine fundierte Diskussion hilft uns allen, das große Ganze noch besser zu verstehen. Vielen Dank fürs Zuschauen.